La Marca hat die Marke Notin im Programm. Wir sind in Frankreich. Heute ist der 21. April 2023, ein Freitag. Du bist von München nach Lyon geflogen. Wie lange fliegt man denn da? München-Lyon ist 1,5 Stunden. Das wäre der harmlose Bereich. Und dann geht es nochmal von Lyon bis nach Panissier zum Werk oder zur Ausstellung. Ist auch nochmal 1,5 Stunden. Aber ich glaube, es hat sich gelohnt, Sven, oder? Ja, du bist Karl Schlössel, du bist einer der Prokuristen von La Marca Mobility. Das Ganze wird, ich sag mal, von dir general vertrieben in Deutschland. Wie viele Händler hast du jetzt? Wir haben insgesamt in Europa 35 Händler und für Notin in Deutschland 9. Notin habe ich vor einem Jahr noch nicht gekannt. Durch dich habe ich es kennengelernt. Du hast mir das Ganze erklärt. Die Grundrisse sind sehr verschieden. Wir sehen jetzt einen fast langweiligen Grundriss, nämlich längs Einzelbetten, Queensbett in Verbindung mit einer Face-to-Face-Sitzgruppe. Das, was man kennt. Aber Notin hat auch ein Mittenbad. Das haben wir auch schon mal gefilmt. Kannst du dich noch daran erinnern? Ja. Der Grundriss, würde ich jetzt sagen, ist hier nicht das Entscheidende, sondern das Entscheidende ist jetzt das Innenleben, wo wir einfach hier mal gucken müssen. Es sieht halt innen komplett anders aus wie alle anderen Reisemobile in Europa. Ja, eine andere Wohnwelt, denn wir haben eine weiße Wohnwelt mit kalt-weißem Licht. Und wenn man das erste Mal gesehen hat, sagt man, um Gottes Willen, sowas kauft doch keiner geschenkt. Bist du länger drin, sagst du, ja, wirkt unglaublich hell, modern. Man muss sich ein bisschen dran gewöhnen. Ja, das war am Anfang natürlich vor 3 Jahren oder 3,5 Jahren, wenn wir angefangen haben mit dem ersten, war das der Brüller auf einer Messe. Jeder hat gesagt, oh, sieht aus wie ein Hospital. Und heute muss man sagen, ungefähr 40% aller Notins sind schon in dieser Farbe, weil es natürlich anders ist, weil es eine andere Farbgebung ist, weil es größerer Innenraum ist und sehr, sehr freundlich und hell aussieht. Ja, das Ganze hast du auch bei deinen spanischen Modellen, die waren am Anfang identisch. Da haben die Leute gesagt in Deutschland, um Gottes Willen, wer kauft denn sowas? Und trotzdem gingen die Videos in Hunderttausenden durch die Decke, weil es ganz viele Fans gibt, die genau das wollen. Ja, absolut. Du hast ja gesehen, La Marca 59, um einen zu nennen, ist absolut durch die Decke gegangen in ganz Europa. Auch von den Stückzahlen, von den Verkaufsstückzahlen. Absolut beliebt. Und hier natürlich mit Notin liegen wir fast dahinter. Ist komplett anders, ist vom Design her anders, bisschen klassisch, konservativ, aber doch einen sehr, sehr, sehr modernen Touch mit drin. Alles, was du siehst, ist Qualität, alles GFK-Formteile. Bitte erklär mir den Unterschied. Viele arbeiten ja mit Kunststoffteilen. Hier haben wir aber glasfaserverstärkten Kunststoff. Ja, es wird alles in der Negativform gegossen, dann geschliffen und dann lackiert. Und damit bekommst du natürlich eine besondere Stabilität und Formgenauheit raus. Und wenn du bist ja auch so ein Geräuschefreak wie ich, das ist halt hier wirklich ganz andere Qualität, andere Qualitätsstruktur. Bootsbau, das ist wirklich Bootsbau. Das ist Manufakturqualität, das ist halt wirklich Oberklasse. Das ist wirklich so. Also ihr müsst das mal allein von der Haptik gucken, wie das Ganze verarbeitet ist. Es ist GFK. Und GFK sind auch die Seitenwände, aber als GFK-Sandwich-Ausführung mit Aluminiumverstärkung. Viele arbeiten ja mit GFK-Außenwand und dann innen Holzständerwerk und Styropor. Hier ist ganz anders. XPS-Schaum plus Aluminiumständerwerk plus alles nochmal verschweißt. Ja, da gibt es ja die abenteuerlichsten günstigen Möglichkeiten. Hier wird wirklich auf Qualität Wert gelegt und das schon seit über 100 Jahren. Und das sieht man natürlich jedem Fahrzeug an. Das ist Einzelanfertigung, das ist Manufakturqualität. Und ich gucke jetzt einfach mal unter die erste Klappe. Da geht natürlich jedem Wohnmobilisten erstmal das Herz auf. Jeder kennt das Problem, wo ist meine Elektrik versteckt, wo ist das alles? Hier ist alles fein, säuberlich untergebracht. Kabel für Kabel, Schalter für Schalter, Sicherung für Sicherung. Kann das verrotten durch Wassereintritt? Nein. Also GFK und die XPS-Materialien können nicht verrotten. Wassereintritt, sehr, sehr lange Garantie auch aufs Fahrzeug, was das betrifft. Die Problematiken kennen wir alle, wenn es mal sein sollte. Aber hier sind wir sehr, sehr stark auf der sicheren Seite. Ja, es kann trotzdem passieren, dass ja mal irgendwas undicht wird bei Notin ein bisschen anders, was die Endkontrolle angeht. Jedes Fahrzeug, läuft durch eine Wasser-Regenkontrolle durch und durch eine Rüttelstrecke. Also jedes Fahrzeug läuft wie in einer großen Waschanlage. Dort bleibt das Fahrzeug fast 2 Stunden stehen, wird von allen Seiten berieselt, rauf, runter. Kaltes, warmes Wasser, um da wirklich mal zu gucken, ist es wirklich 100%ig dicht. Und dann gehen wir auf eine Teststrecke.
Was ist an Geräuschen im Fahrzeug? Was muss vielleicht eingestellt werden? Wo könnte ein Problem sein? Jedes Fahrzeug wird gefahren. Jedes auch nur kleine Spaltmaß wird anschließend mit elastischen Fugen ausgekleidet. Und das werden wir gleich mal sehen. Auch das Heck ist GFK, auch die Formteile hier hinten sind GFK. Das heißt, auch sollte es mal hier zum Anstoß kommen, das kann man reparieren. Das ist da kannst du wirklich alles reparieren. Du kannst, wenn du hier anfährst, ausspachteln, lackieren. Haben wir des Öfteren, wenn irgendwo jemand mal hängen bleiben sollte, kennt man ja. Es ist alles relativ einfach zum Reparieren und austauschbar gemacht. Das ist wichtig. So, und das hast du gesehen, denn die Unterschiede sind wirklich fühlbar. Und du empfiehlst jedem auch mal ruhig nach Landsberg zu kommen, ja, man sich muss das Ganze Fahrzeug mal anfassen. Hier alleine diese Alukanten. Du weißt, was manchmal da in Wohnmobilen versteckt ist oder überhaupt nicht versteckt ist. Alleine hier die Steckdosen drin für E-Bikes. Du hast alles schon im Fahrzeug hier. Kabeldurchführungen, Außendusche. Alles ist eigentlich sehr, sehr fein und diffizil schon gemacht, damit du wirklich keine Probleme damit hast. Okay, hier in dem Fall Warmwasserheizung verbaut, eine Alde hier verbaut. Das kann man bei fast allen Modellen optional dazu wählen. Das ist Option und das hier ist jetzt ein sogenanntes Elite-Modell, 100 Jahre Norton. Das ist jetzt der Calvia, da ist alles drin, von der Dachklimaanlage bis zur Markise, alte Heizung, 360-Grad-Kamera, 4,4 Tonnen, 180 PS, Automatik, immer mehr. Voll. Also in Frankreich darfst du mit sowas hier nicht auf den Platz fahren. Da bist du quasi die Oberelite. Notar genießt hier den Ruf von Mercedes-Benz. Da ist zwar jetzt ein Fiat drunter, aber von der Klasse, das ist gehobene Mittelklasse hier. Also BMW, Mercedes, um mal ein paar Marken, Audi. Passt das? Absolut richtig. So, wenn wir reingehen, hier siehst du auch den ganzen Eingangsbereich. Wir werden gleich ins Werk fahren. Das wird das letzte Video hier sein, was wir heute reden. Ja. Und dann fahren wir ins Werk rein, werden uns anschauen, wie gebaut wird. Die haben ein neues Werk. Die haben ein niegelnagelneues Werk, ist seit ungefähr 2 Jahren am Arbeiten. Und ist wahrscheinlich auch das modernste Werk in Europa, was es momentan im Wohnmobilbau gibt. So, werden wir dann sehen. Ich habe übrigens ein Tiny House Werk in den Niederlanden gefilmt, wo du Produktionsstraßen hast mit 60, 70 Metern Robotern. Sowas, also so genau kann kein Mensch arbeiten. Und die haben alles das, was irgendwie schwer war, geändert, sodass Maschinen das übernommen haben, noch genauer. Das, wenn du hier die ganzen Maße siehst, das ist Schreinerqualität. Guck dir mal die Spaltmaße an, lieber Karl. Das sind Schubladen. Das sieht doch richtig gut aus. Und guck mal, wie die laufen. Also die Spaltmaße faszinieren, wenn man weiß, dass das Ganze ja gebaut ist, damit diese Produkte hier in einem beweglichen Fahrzeug sind. Wir sind ja nicht im festen Möbelbau, sondern das bewegt sich ja hier. Aber die ganze Karosserie hier ist so steif, dass die Vertrauen haben dazu, dass diese Spaltmaße auch in Zukunft so bleiben, oder? Ja, das ist natürlich eine andere Klasse, weil Norton ist immer darauf bestrebt, auf Langlebigkeit der Fahrzeuge. Und du siehst ja auch hier in der Halle steht ein Fahrzeug aus dem Jahre 1951, der älteste momentan bekannte Norton, der existiert, fährt noch nach wie vor. Qualität ist halt einfach gefragt. So, Küche, da fällst du quasi drauf und da sieht man schon direkt alle Gene von Norton. Das bedeutet hier vorne, alles ist verfugt. Da sind so Mikrofugen elastisch drin, die überall sind. Also du siehst hier, alles ist verfugt. Absolut. Und nochmal zusätzlich ein Kantenschutz aus Aluminium. Nicht irgendwie ein Stoßmaß und irgendwas drüber geklebt, sondern das siehst du, das ist richtig fassbar. Das ist wirklich Qualität hier. Was du gar nicht hier siehst oder was ich so gut wie gar nicht gefunden habe, sind diese Kunststoffbappal über den Schrauben. Ja, weil es natürlich eine andere Bautechnik ist. Es gibt wenig Hersteller, die mit verzahnten Möbeln arbeiten. La Marca ist einer davon, Norton ist einer davon. Sieht natürlich viel sauberer aus, ist, wenn mal der Fall einer Reparatur ist, natürlich auch für die Werkstatt ein bisschen schwieriger, aber von der Optik halt unbezahlbar. Und du siehst, es ist einfach homogenes Angucken, da gibt es keine störenden Bappal, Schrauben, Aufsetzer oder was auch immer. Es ist einfach eine ganz klare Geschichte. Karl, ich setze mich mal auf den Beifahrersitz. Du stehst mal in der Küche, geh mal bitte in den Eingang ein bisschen rein, dass wir mal ein bisschen mehr nochmal in die Totale filmen. Und hier siehst du auch, was dieses helle
Design natürlich anrichtet mit diesem Raum, der wirkt quasi fast doppelt so groß. Und das Raumgefühl in diesen Fahrzeugen ist einfach immens. Also du hast ein Raumgefühl wie in einem großen Liner und wir sind auf gerade mal 7 Meter, was haben wir hier? 7,44 Meter. 7,44 Meter. Face-to-Face-Sitzgruppe, das war, als das rauskam, natürlich ein Riesenhit. Aber es hat sich durchgesetzt, weil es macht auch Sinn. Also es ist ja nichts Neues. Gab es ja schon in den 70ern, 80ern, also Face-to-Face. Gibt schon sehr lange. Gibt schon sehr lange. Wir sind alle erschrocken, wie es plötzlich wieder kam. Aber momentan ist ein Riesenrenner. Wird sich auch wieder irgendwann alles ändern. Aber man passt sich an und wir bieten bei Noton natürlich verschiedene Möglichkeiten ja auch an. Ja, großes Hubbett, 200 Kilo statische Belastung. Bitte auch hier mal runterlassen. So, ich fahr mal. Warte, ich drehe mal ganz kurz den Sitz ein kleines bisschen, dann können wir noch ein bisschen tiefer runterlassen. Okay, hier sieht man es. Also, hier haben wir, ich glaube, 1 Meter, 90 Zentimeter mal fast 2 Meter. Einzelbett. Und jetzt mal bitte feste dran wackeln an diesem. Also fest. Hält schon was aus. Ist keine Wackelnummer, oder? Nee, absolut nicht. Also da gibt es ja manchmal so Dinge, wo du sagst, wenn da ein kleiner Mops raufkommt oder eine Katze oder was auch immer, fängt das Ding schon an zu schwingen. Also hier die 200 Kilo sind echt. Guck mal, das ist die Version zum Rausziehen. Fahr mal runter ein Stück, Karl. Wir müssen die umlegen. Hast du gesehen? Ja. Krass. So, die kannst du jetzt noch verlängern und dadurch hast du natürlich die Betterweiterung jetzt mit drin. Genau. Es geht sogar noch ein Stück, oder? Oder war's das? Ja, das war's jetzt. Das war's jetzt. So, da gibt es, glaube ich, eine Auflagenerweiterung und dadurch kannst du das Bett riesengroß machen. Man muss es dann natürlich viel weiter runterfahren. Das heißt, einmal hier die Polster umlegen auf der Seite, die Sitze ganz ummachen. Und jetzt frage ich mich allerdings, wie kriegen wir es denn nochmal hoch? Frage. Drück mal rein, geht das? Warte mal. Ja, geht. Und wieder hoch. Das hat er mir erzählt, nämlich der Julien hat mir das erzählt, dass das gibt. Jetzt haben wir es mal gesehen. Ist bei allen voll integrierten möglich, egal welcher Baureihe, dass es dieses Bett auch ausziehbar gibt. Und das ist natürlich schon eine geile Erfindung, das muss man schon sagen. So, voll integriert, die bauen alles selber. Hier wird nichts irgendwie zugeordert. Alle voll integrierten werden komplett im Werk entwickelt. Alles direkt bei Noton. So, sind Teil der Trigano-Gruppe, greifen aber auf so gut wie nichts zurück. Das heißt also, sie entwickeln alles selbst. Also hier wird alles selbst entwickelt. Ganz im Gegenteil, alles was bei Noton heute kommt oder an Innovationen wie 360-Grad-Kameras, Jalousien, die Superfenster wie beim Volga oder Calgary, kommt irgendwann alles in der Serie in andere Fahrzeuge der Trigano-Gruppe. Challenger, Mobilwetter, wen auch immer. So, Kühlschrank hier integriert auf der Seite. Besonderen Augenmerk bitte legen auf das Farbdesign hier in dem Fahrzeug. Wir sind ja nahezu holzlos. Also wir haben zwar ein Holzdekor am Boden noch, aber das war es dann auch schon. Der Rest sind klare Betonfarben, die hier da sind. Stylisch, modern, wie man halt heute sich vielleicht die nächste Generation oder die Generation Wohnmobil vorstellt. So, alte Heizung, Warmwasserspeicher, die Dusche auch hier, alles verfugt, also an jeder Ecke, die man sieht. Du hast manchmal gesagt, ob man das noch bezahlen kann, aber zum Glück gibt es natürlich genug Leute, die auch bereit sind, den Aufpreis zu bezahlen. Es werden aber nur wenige Fahrzeuge gebaut. Naja, so wenige werden nicht gebaut. Ich meine, die Stückzahlen haben sich die letzten 3 Jahre mehr fast verdreifacht. Und wir sehen heute natürlich auch bei uns bei La Marca, dass die Nachfrage auch nach teureren oder qualitativ hochwertigeren Produkten schon immens groß noch ist. Da zählt natürlich Noton dazu. Noton kauft nicht jeder, der wo jetzt beginnt mit Wohnmobilfahren. Aber es sind meistens Umsteiger von deutschen Fabrikaten, die sagen, ich kenne jetzt, was Qualität ist, ich weiß, was ich will mal länger weg. Der kauft einen Noton. Ich überlege gerade, es gibt deutsche Manufakturen natürlich,
die in einer ähnlichen Qualität bauen. Meistens sind die aber aus dem Offroad-Bereich. Also das muss man schon sagen. Also im Offroad-Bereich gibt es ähnliche Qualitäten, auch verzapfte Möbel und so weiter. Die bauen aber dann wiederum keine 250. Das ist oft das Problem. Dann liegst du hier natürlich dann schon direkt mal bei 180.000, 250.000, 300.000. Viele wollen auch gar kein Offroad. Die wollen nicht das Hohe, die Optik und so weiter. Die wollen ein ganz normales Reisemobil, aber Qualität, sodass man es 365 Tage auch verwenden kann. Ja, das merkst du natürlich ja wie immer bei Schiebetüren oder diese Kleinigkeiten einfach. Bitte nochmal, mach mal auf und zu. Die läuft wie von Geisterhand. Also es ist nicht eine Schiebetür, die so geht, wie viele die kennen, sondern wirklich. Du betonst das, wenn man natürlich ein Notar-Video sieht, sieht man alle. Und jedes Mal betonst du diese Schiebetür, weil... Ich weiß ja, wo unsere Qualitäten liegen, nämlich überall. So, dann auch diese Wände. Hau mal gegen die Wand da. Das ist... Klar, jetzt werden Leute sagen, ja, ich hau gegen meine Wand auch. Aber das ist ein bisschen anders hier. Also du merkst richtig alles so gefühlsmäßig wie aus einem Guss. Fahrzeug ist sehr hell, das muss man wissen. Man kriegt es auch in einer anderen Farbe. Natürlich, es gibt Skandinavien, es gibt verschiedene Farbtöne, auch bei der Beleuchtung, was natürlich sehr viel ausmacht. Auch die Optik der Stoffe und Polster und Kissen, die im Übrigen immer dabei sind, kann man sich natürlich aussuchen. Das Schöne hier ist, du hast so eine Lümmelcouch. Ist die elektrisch? Guck mal gerade über dir. Nee, bei der nicht. Bei der nicht. Wahrscheinlich zieht man. Magst du mal probieren? Aber wir sind ja in der Ausstellung hier nur Gast. Mal schauen, wie wir das Ganze hier bewegen. Aber das ist ja im Moment in der Lümmelstellung. Komme ich nicht ran. Nee. Kommst nicht ran. Aber das Ganze kann auf Knopfdruck gelegt werden. Es gibt auch eine elektrische Version, haben wir ja in einem anderen Video vorher kurz gezeigt. Können wir auch gleich mal... Kannst du das elektrisch rauf und runter fahren? Da können wir gleich mal rübergehen, wo wir das Ganze sehen. Also hier, warte, ich guck mal gerade. Oft habe ich ja Glück, aber warum soll es mir besser gehen als der Karl? Nee. Also da gibt es einen kleinen Trick dabei, aber das Ganze wird einfach runtergefahren und jetzt, das ist die Tagesposition. Genau. Die Decken sind dabei. Die Decken sind dabei, die Kissen sind dabei, ist im Prinzip alles dabei. 2 Kleiderschränke auf den beiden Seiten. Hier sind große Schubladen, Karl. Wir fahren. Gibt es natürlich auch aus Einzelbettversionen. Schaut euch bitte, also nicht, dass ihr jetzt schimpft und sagt, die kriegen noch nicht mal die Betten jetzt gesenkt. Wir fahren gleich ins Werk und da werdet ihr Sachen sehen, die kriegt ihr im normalen Leben nicht zu sehen. Wir werden zeigen, wie diese Fahrzeuge gebaut werden. Und da können wir auch mal drunter gucken unter so einem Bett und sehen in den verschiedenen Baustadien ganz viele einzelne Fahrzeuge. So, La Marca, wenn ich die sehen möchte, hast du relativ viele Fahrzeuge zum Zeigen da? Wir haben in Landsberg natürlich ein Notron Center. Wir haben immer viele Fahrzeuge da zum Angucken und natürlich unsere Händler in Deutschland genauso. Also einfach auch unter notronreisemobile.com mal gucken, da sind alle Händler aufgelistet. So, jetzt bitte mal beide Türen schließen und laut brüllen. Den Test kennst du schon. Ja klar. So, eine Tür zu, zweite Tür zu. Lauter! Lauter! Es ist so krank. Ja, ist okay. Der Vorteil an diesen Türen ist, dass... Ja, komm rein! Komm rein! Ich glaube, der Vorteil an den Türen ist, dass die wirklich schließen. Wenn du hier mal die Tür bitte schließt, dann sieht man, da oben, da ist kein Spalt, der irgendwie da ist, sondern die schließt wie bei einer ganz normalen Tür. Das muss man bei vielen Modellen auch erstmal ergänzen. Und komm ruhig mal rein, Karl. Ich darf nur alle, die sich amüsieren wollen, an unser Video erinnern. La Marca, nee, was war's? Furgok 500. Duschkabine. Duschkabine. Duschvorhang, ja. Slapstick pur. Ein sehr amüsantes Video, aber hat dafür gesorgt, dass das Video, glaube ich, jetzt über 500.000 Aufrufe hat in 4 Wochen. 520.000. Ist so. Du machst das aus Leidenschaft, Reisemobile. Du bist so ein bisschen das Center für alles, was nicht aus Deutschland kommt, was die Leute auch ruhig mal sehen müssen. Viele sind dir sehr dankbar dafür, mal eine andere Sicht zu kriegen auf Dinge, oder? Wir auch. Nein, man muss einfach mal andere Sachen einfach sehen. Man muss viele Fabrikate sehen. Es gibt nicht nur deutsche Fabrikate. Es gibt wunderbare Italiener hier in einem französischen Fabrikat. Die bauen ganz andere Ideen, nicht immer das Gleiche. Man muss einfach das mal vergleichen und einfach
Auch preislich liegen die Fahrzeuge teilweise natürlich auch günstiger. Einfach mal vorbeikommen oder einen unserer Händler besuchen übers Netz. Wir sind immer permanent kontaktierbar. Ich habe übrigens gerade wieder in so einen Fugenorgasmus gefilmt. Also wenn du das Ganze siehst, wie schön das. Ich habe das Gefühl, dass die sogar die Zagen in Fugen einlassen. Also dass die das Fugenmaterial erst drauf machen, die einlassen, sodass die vollflächig verklebt werden. Das habe ich nämlich gesehen bei Türken. Die machen das so bei dauerelastischen Fugen, die lassen die mit ein und wischen die nur noch ab, wo ich mich mal gewundert habe, wie kriegen die Fugen da so hin? Ja. Du wirst sehen, auch im Werk, das ist ein ganz anderer Fahrzeugbau wie bei den meisten Herstellern. Es ist ein Riesenunterschied. So, dann geh mal bitte in die Toilette rein, damit die Leute auch wieder was zu schreiben haben. Ich gehe mal in die Dusche. Jetzt stehen wir uns face to face gegenüber. Aber hallo Karl. Nee, du weißt mich nicht. Ich habe hier jetzt auch keinen Duschvorhang. So, hier ist die Aventa drüber, die Truma. Und Karl, ich habe eine Besonderheit. Wir werden am Sonntag die erste portable Klimaanlage testen, die wirklich funktioniert. Wow. Mit Akku. 8 Stunden. Okay. 5500 BTU. Okay. Macht den Raum in 5 Minuten kalt und du kannst sie fest einbauen und kannst sie einfach rausnehmen. Sowas hast du noch nie gesehen. Und Warum sagst du mir das nicht? es gibt es erst seit 5 Tagen. Ich hatte einen Maulkorb. Ich durfte nicht darüber berichten. Und das kannst du in jedes Reisemobil einbauen. Einbauzeit, schätz mal, ungefähr 45 Minuten. Da ist sie drin. Unterflur. Du hörst sie nicht. 44 dBA. Mit 3 Auslässen und Wasserauslass. Da müssen wir nachher noch mal drüber sprechen. Ne? EcoFlow heißt das Ding. Und wenn du EcoFlow kennst, das ist so der Mercedes unter den Powerstations, die haben einen Rasenmäher und eine Klimaanlage entwickelt. Und die Klimaanlage, die ist so sensationell, dass die kannst du zu Hause verwenden, im Gartenhaus verwenden, mit Akku verwenden, mit Strom verwenden, du kannst damit heizen mit 6000 BTU. Das ist also unglaublich, das Ding. Und Was kostet das Ding? 1200 Euro. Okay. Also fix und fertig und hat ein Design wie ein Tesla. Okay. Also wirklich, ich habe es angemacht. Der Händler wollte es gleich mitnehmen. Da habe ich gedacht, nein, ist ein Vorserienmuster. Wird in einer Woche offiziell vorgestellt. Wir haben es schon getestet. Damit kannst du jedes Reisemobil nachrüsten. Müssen wir haben. Ja, kriegst du von mir. Also ist wirklich Super toll. Tipp. Super. So, wir gehen raus. Großes Bad haben wir mit drin, Kassettentoilette. Das ist das Design in weiß und hell. Es ist Gewöhnungssache. Gesetzt ist das natürlich für alle Zahnärzte dieser Welt, aber ich muss euch enttäuschen, auch die Zahnärzte haben eine Inneneinrichtung, das sieht aus wie ein Wohnzimmer. Ich war zuletzt in einem, es ändert sich, aber das ist hier in Frankreich, ist das sehr gesetzt. Zeig noch einmal kurz den Fernseher, wie geht das? Ja, du hast hier einen Fernseher natürlich vorne drauf, du kannst den dann verstellen. Hier mit verschiedenen Orientierungen. Ja. Und dahinter hast du Platz für Technik, für Receiver, für alles. Karl Schlössl, Alles ja. ist aufgeräumt. Alles gut. Karl Schlössl, La Marca Mobility in Landsberg am Lech, das liegt in Deutschland. Wir filmen heute in der Nähe von Lyon. Da sind wir ungefähr 1,5 Stunden weg von Lyon, ins Landesinnere rein. Ein wunderschönes Gebiet. Also wer hier noch nie war, das ist wie eine Mischung aus Oberbayern und ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll. Also Ja, es ist alles. Es ist Rheinland, es ist Oberbayern, man findet alles und man isst hervorragend. hier war ich noch nie. Also wir haben gerade eben hier zum Mittag gegessen. Okay. Wahnsinn. Also kommt auch hier mal vorbei. In Deutschland kriegt ihr diese Fahrzeuge natürlich bei La Marca Mobility. Gibt es da einen Preisunterschied, weil wir teilweise hier alles das Gleiche. Also In Europa kosten sie gleich. die kosten in ganz Europa gleich. Ihr müsst also nicht unbedingt nach Frankreich fahren. Hier große Ausstellungen. Wenn ihr natürlich mal unterwegs seid, gerne 129.800 Euro. Kann das wegen der Mehrwertsteuer ein bisschen Unterschied sein? Es ist 1% Mehrwertsteuerunterschied, aber das war es dann schon. Also wie er hier steht, mit Vollausstattung 176.210 geht los bei 129.800. Nutter, Calvia CF, wir fahren jetzt ins Werk und ich bin mal ganz beeindruckt hier von dieser neuen Baureihe. E-Progress heißt das Ganze. Progress, richtig. Tschüss, Karl. Ciao, ciao, tschüss.